Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir haben gerade 6:0 gegen Braunschweig verloren. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin sehr leicht, vielleicht aggressiv gelaunt. Ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut, denn wenn man sieht, wie wir Fußball spielen und dementsprechend auch schaut, wie wir unsere Spielanlage haben, wie wir die Gegentore kassieren, wie wir dann die Tore nicht schießen, dann kommt man sich, glaube ich, leicht verarscht vor. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, also, um ganz ehrlich zu sein, ist das einfach unter einem Maßstab, den der Kader eigentlich hat. Der Kader ist gut. Ich bleib dabei. Der Kader ist grundsätzlich mit einer guten Qualität ausgestattet, der definitiv nicht Platz 18 ist. Also zu 100% nicht. Du bist, und das sage ich so wie es ist, du hast einen doppelt so guten Kader wie Dynamo Dresden. Nur namentlich. Nicht, was daraus gemacht wird. Du hast einen doppelt so guten Kader wie Dresden. Und es ist mir scheißegal, was da kommt. Aber es ist einfach so. Wenn ich die Namen angucke, allein schon Laurin Ulrich ist meiner Meinung nach besser als der ganze Kader von Dresden. Das ist mir scheißegal. Aber was du dann daraus machst, ein Reimann, den möchte ich heute ausklammern. Eine Stahlmach möchte ich auch heute ausklammern. Und vielleicht noch eine Unheim Wu möchte ich heute ausklammern. Aber was Bräunig auf diesem Feld macht, ohne Witz, er soll sich unbedingt aus Magdeburg verpissen. Das ist der schlechteste Spieler, den ich jemals in unserem Trikot erlebt habe. Mit einem Max Geschwill. Der kann nicht mal einen Ball passen. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Ich weiß nicht, wie der überhaupt Profi geworden ist. Aber scheinbar hat er eine schwere Behinderung oder so. Tut mir leid, ist aber einfach so. Ich verstehe auch nicht, Nolle, den können wir vielleicht hier auch nochmal heute ausklammern. Ich glaube, der war dann nicht mal der Schlimmste, hat wenigstens Akzente gezeigt auf dem Flügel. Matthiesen, keine Ahnung, was mit ihm los ist. Ich glaube, er hat auch die Schwangerschaft von seiner Frau nicht so gut hingenommen. Keine Ahnung. Der fühlt sich auch so, als ob er das letzte Mal Fußball vor 15 Jahren gespielt hat. Keine Ahnung, was mit dem Rentner auf einmal los ist. Mittlerweile ist er scheinbar Leipert 2.0 geworden, kann auch kein Fußball mehr spielen, hat das ganze Spielen verlernt, kann nicht mal mehr dagegen beitreten. Ja, ist halt so. Und auch da noch ein Hyone. Tut mir leid, aber du kannst nicht in einen Zweikampf gehen, wo du weißt, dass dahinter noch ein Mann ist. Hinter dir aber selbst kein einziger Mitspieler ist. Das kannst du nicht machen. Und dann da einen Pressschlag zu versuchen, den dann zu verlieren, einen Konter zu kassieren und ein Gegentor, zeugt von mir von sehr, sehr viel Qualität. Und das ist wirklich unberechenbar scheiße. Ein Herrscher war nicht gut. Auch das ist ein Klassiker. Beziehungsweise er hat wenigstens was versucht, stand am Tor, hat sich gedacht, ja, was könnte ich machen? Ich passe nochmal den Ball rüber. Keine Ahnung, was das auch soll. Grieb, auch den kann man heute ausklammern, ist mir scheißegal. Kampas, die haben zusammen auf dem Platz mit Stahlmach. Lorik war scheiße, keiner läuft mit nach hinten. Roti war scheiße, hat gepennt wie sonst was. Pesch war scheiße. Gnaka war erst recht so wie immer scheiße. Aromström so wie immer. Ein Stürmer, der eigentlich nicht existiert. Krempigi, ja, was soll ich dazu sagen, war gefühlt noch der beste Mann auf dem Platz mit. Auch der war trotzdem scheiße. Diawara war der Einzige, der wirklich in der zweiten Hälfte offensiv Akzente gebracht hat. Ich weiß nicht, von mir aus starte dafür für irgendjemanden, ist mir auch Rille. Hauptsache, es ändert sich was in der Mannschaft und tut mir leid, wenn da heute nicht auf den Tisch geklopft wird und gesagt wird, yo, Jungs, ihr seid der größte Scheißhaufen, den ich jemals trainiert habe, dann fresse ich wirklich einen Besen. Ohne Witz, da muss ja wirklich einiges sagen. Und das ist wirklich absolut peinlich. Es ist mir scheißegal, was da irgendjemand sagt. Das ist einfach das Peinlichste, was ich jemals beim FCM miterlebt habe. Und da gibt es auch keine Ausrede für. Tut mir leid, und wenn dann aktuell dann eine Trainerfrage gestellt wird, muss man die definitiv beantworten. Und dann kann Ottmar Schock nicht sagen, wir haben dann eine Entwicklung gesehen, wenn wir 6:0 gegen Braunschweig verlieren. Und dann verstehe ich auch, tut mir leid, ich verstehe jeden Spieler, der da nicht zum Interview geht, weil er selbst scheiße gespielt hat. Oder auch Fiedler verstehe ich, wenn er da nicht zum Interview geht, weil er ab der 45 Minute da sitzt, halb depressiv. Und auch das kann ich verstehen, weil da seine Mannschaft gegen ihn spielt. Ist einfach so, ist ein Fakt. Wenn die Mannschaft keinen Bock mehr hat, dann soll sie das auch öffentlich sagen. Dann ist es so. Dann musst du das akzeptieren, dann musst du halt gehen. Aber wenn man wirklich so unglaublich willenslos spielt, so unglaublich auf null Bock, dann entweder verlässt du den Verein, verpisst dich, oder du stellst dich als Mannschaft zusammen zu Ottmar Schork und sagst, wir wollen den Trainer nicht mehr. Es gibt keine andere Option. Aber wirklich, wenn man diese Line
über das ganze Jahr laufen lässt, von einem Max Geschwill oder einem Bräunig, werde ich persönlich dahin gehen und dafür sorgen, dass diese Line aufgelöst werden. Das sind wirklich die beiden schlechtesten Spieler, die ich in Magdeburg jemals erlebt habe, und ich habe viele schlimme Pisser schon erlebt da, die wirklich dachten, die was Besseres sind. Aber allein schon dieses Mitlaufen mit dem Mann, dass du da vielleicht auch mal denkst, okay, und ein Wu verliert jetzt den Ball. Der läuft nicht mal hinterher. Er denkt sich, ja, Gegenpressing? Nö. Ist nichts für mich. Ich will was Besseres. Und das verstehe ich absolut nicht. Es ist zwar nur ein Testspiel, aber es ist wichtig, sich die Moral dann wieder zu holen. Ne, du verlierst 6-0 gegen Braunschweig. Gegen eine Mannschaft, die aktuell selber mehr als nur Probleme hat, defensiv und offensiv. Verlierst du 4-0. 6-0, sorry. 4-0 war noch viel zu nett. Und ich sehe aktuell wirklich keinen Punkt, wo man überhaupt sagen kann, da kann man jetzt ansetzen. Nee, das war gar nichts. War scheiße. Ein Diawara kannst du sagen, den kannst du in der Startelf stellen. Ein Unai Wu kannst du sagen, kannst du mal in der Startelf stellen und mal probieren, ob der vielleicht im Fußball kicken kann. Kannst du versuchen. Ein Stahlmach muss ganz dringend in die Startelf. Ich weiß nicht. Auch die Ausrede, dass vielleicht Spieler fehlen, kannst du halt heute einfach überhaupt nicht benutzen, weil das war bei Braunschweig nicht anders. Also wirklich, das ist unglaublich schlecht. Und wenn ich dann das Gefühl habe, dass ein Christian Conte und ein Sidi Sané, das möchte ich mal ganz klar sagen, kein Leroy Sané, aussieht, als wäre es die Prime von Leroy Sané, als wo er jeden weggedribbelt hat bei Manchester City, dann läuft da irgendwas falsch. Tut mir leid. Aber wenn dann bei 3 Eckballen dreimal der Gegenspieler mehr als nur frei steht, da drum aber 4 Magdeburger stehen und sich denken, ich muss Fußball spielen, ja, dann tut mir leid, dann muss man das halt klar so deutlich sagen, dann spielt ihr halt gegen den Trainer. Und das ist einfach ein klares Argument, dafür den Trainer zu wechseln. Und Tune kann man sich definitiv auf dem Zettel leisten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gib halt das Geld aus und geh in den roten Bereich, juckt mich gar nicht. Wir brauchen dringend einen Trainer, der die Erfahrung hat, eine Mannschaft so zu drehen, um 180 Grad. Weil, persönlich, war ich sehr, sehr lange Fan von Fiedler. Aber das war ein klares Statement gegen den Trainer. Und dann muss man da auch das dementsprechend akzeptieren und dann so planen. Wenn der Ottmar Schock wirklich noch an Fiedler festhalten will, dann könnte das größte Risiko in der Zweitligageschichte sein vom FCM. Und dafür bin ich überhaupt nicht bereit. Ich bin legitim schon sehr am Ende gewesen beim Darmstadt-Spiel. Ich war selten so traurig nach einer Niederlage, nach einem Elversberg-Spiel. Und das verdaue ich seit einer Woche. Habe es immer noch nicht hingekriegt. Und jetzt denke ich mir so, ja, vielleicht holt man sich jetzt noch mal ein bisschen Motivation für das Wochenende dann gegen Darmstadt in einer Woche dann, glaube ich. Nö, nicht mal das kriegst du hin. Aber du einfach unglaublich beschissen spielst. Und ich möchte da auch ganz ehrlich einfach Ottmar Schock fragen, was er sich dabei denkt. Also wirklich. Und auch Fiedler gerne mal die Frage stellen. Aber eins ist klar, so kann es nicht weitergehen. Du musst dich ganz dringend was ändern. Und eins will ich auch ganz dringend. Das spreche ich heute auch zum 4. Mal an, das ist mir scheißegal. Wenn ein fucking Geschwill noch einmal diese Saison in der Startelf steht, oder auch ein Bräunig, raste ich komplett aus. Wirklich. Ich glaube, wenn die ohne Füße spielen würden, würden die genauso schlecht spielen. Beziehungsweise genauso gut. Nämlich gar nicht gut. Eure Meinung sehe ich so wie immer gerne in den Kommentaren. Ich habe absolut kein Blatt vom Mund genommen. Das war meine absolut ehrliche Meinung. Gerne in die Kommentare schreiben.